Matthäus 5. Matthäus 5 und Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag, dass wir haben diese Gelegenheit, dass wir können wieder zusammenkommen, dass wir können diese Stelle betrachten. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was hier drin ist, was das bedeutet für unser eigenes Leben. Und Vater, auch für die, die zu Hause das anschaut. Vater, ich bete, dass du wirst die auch segnen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. So was bedeutet es, dass jemand nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet? Erstens, es ist ein Zeichen der neuen Geburt. So, ich kann gut erinnern an alle 4 von unseren Kindern, als die Babys waren, wie sie vom Anfang an sucht, etwas zu essen. Und das ist normal, also alle Kinder sind so. 1. Petrus 2 und Vers 2, Paulus vergleicht ein neugeborenes Kind Jesus Christus, also ein Kind Gottes, der neugläubig ist, mit einem neugeborenen Baby. Und er sagt, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. So, wir haben hier das nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten ist ein Hunger und Durst nach etwas, was ist genauso wie Milch von einer Mutter, aber für Christen, für neugeborenen Christen. Und das ist Gottes Wort, Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit. Und wir sollen danach hungern und dürsten. 1. Korinther 2 und Vers 14 zeigt uns dann das andere Seite. 1. Korinther 2, Vers 14 zeigt uns die Leute, die nicht hungern und dürsten der Gerechtigkeit, denn die können es nicht verstehen, die können es nicht nehmen. Es steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, man muss vom Neuen geboren werden, bevor man kann das Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit haben. Es ist ein Zeichen von der neuen Geburt. Zweitens, es ist ein Zeichen des geistlichen Lebens. Also Hunger und Durst sind Beweise dafür, dass du lebst. Also wer ist tot, der hungert nicht, der dürstet nicht. Und es ist auch nicht möglich, dass er hungrig sein kann, denn er ist tot. Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit bedeutet, dass du geistlich am Leben bist. Wer nicht nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, ist geistlich tot. Matthäus 4 und Vers 4 ist ein Vers, den wir vor ein paar Monaten, vielleicht am Ende letztes Jahr betrachtet haben. Und da wir lesen die Geschichte vom Jesus versucht worden wurde vom Satan. Und in Matthäus 4,4 steht, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes
hervorgeht. Also Jesus sagt, dass es gibt ein geistliches Essen, was ist noch wichtiger als das normale Essen, was wir essen. Psalm 63 ist auch eine Stelle, wo es ist viel gesagt über dieses Thema Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Psalm 63 und Vers 2 ist die, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Also früh, sucht. So mein Lieblingsessenzeit ist Frühstück. Ich esse gern Bacon. Ich esse gern viele andere Sachen. Also ich wurde aufgewachsen mit Gravy and Biscuits. Und das esse ich gern. Aber ich esse auch gern Pancakes. Ich esse auch gern Cornflakes. So alles, was man zum Frühstück essen kann, ist wichtig. Und bei mir ist es so, dass wenn ich kein Frühstück esse, ich komme nicht gut durch den Tag. Also ich brauche Frühstück. Und es sollte auch genauso sein im geistlichen Sinn, dass wir hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Wort. Vers 4, er redet weiter. Es steht, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen soll dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinen Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt und mag, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke, auch meine Lage, in den Nachwachen nachsinne über dich. Also er sagt, seine Seele wird fett oder wird satt wie vom Fett und Mark. Und auch seine Lippen lobt. Also wenn ich denke an mein Lieblingsessen, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Gedanken, dass ich könnte das zu meinen Lippen bringen, damit ich das dann schmecken kann. Wir sollen so eine Beziehung haben mit Gerechtigkeit und mit seinem Wort. Und dann er sagt, wenn ich an dich gedenke, auf mein Lager, in den Nachwachen nachsinne ich über dich. Also ich habe es auch immer gefunden, es ist wichtig, nicht hungrig ins Bett zu gehen. Und es kann auch so sein für den geistlichen Sinn. Wir müssen nicht hungrig ins Bett gehen, denn wir können ein bisschen lesen in Gottes Wort, bevor wir ins Bett gehen, oder beten, geistliche Musik zu hören. Also wir können etwas tun, damit wir nicht hungrig ins Bett gehen. Und dann in der Nacht, also ich habe immer gefunden, dass das, woran ich denke, kurz vor ich ins Bett gehe, ich träume auch darüber. Und so kann man absinnen über gute Sachen während der Nacht. Auch wenn man dann aufwacht in der Nacht, ist eine gute Zeit. Also beten. Wenn man fängt an zu beten, wenn man um 3 Uhr aufwacht oder nimmt die Bibel und liest ein bisschen, man geht dann schnell wieder ins Schlaf. Das ist immer so bei mir. So, Hunger und Gerechtigkeit ist ein Zeichen der neuen Geburt. Es ist ein Zeichen des geistlichen Lebens. Es ist auch ein Zeichen der geistlichen Mündigkeit. Wenn ich denke auch an unsere Kinder, besonders die Jungs, man merkt, dass ab und zu die wachsen schneller als zur anderen Zeit. Und immer kurz vor die zu dieser Zeit kommen, wo die wachsen schnell, die haben viel mehr gegessen. Und so man sieht Wachstum.
wenn man sieht, dass jemand isst viel, das heißt Wachstum. Und so ist es auch ein Zeichen der geistlichen Mundigkeit, dass wir hungern viel, denn wir möchten noch weiter wachsen in den Herrn. 1. Korinther 3, Vers 1 bis Vers 3. Paulus redet über Menschen, die unmündig waren in den Geist. 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr könntet sie tragen. Ja, könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Also der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. In die ersten Zeit, nachdem er zum Glauben gekommen ist, könnte er nur Milch. Aber während er wächst, er könnte dann feste Speise nehmen. Also Sachen, die sind etwas schwieriger zu verstehen. Und es sollte so sein. Römer 10 und Vers 2 bis Vers 3. Paulus gibt ein Beispiel von Israel. Denn die Israeliten haben ein Problem gehabt, indem sie nicht nach der Gerechtigkeit Jesus Christus getrachtet hat, sondern die haben immer versucht, ihre eigene Gerechtigkeit darzustellen. So Römer 10 und Vers 2 steht, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also die haben ein Eifer für Gott gehabt, also die haben gehungert und gedürstet, aber nicht nach die Gerechtigkeit Jesus Christus. Es ist wie wenn wir essen immer bei McDonald's oder etwas und nicht das, was gesund ist. Also es gibt ungesunde Sachen im geistlichen Sinn, die wir essen und trinken können, die hindert uns. Und so es ist wichtig, dass wir hungern und dürsten nach die Gerechtigkeit Gottes. Als wir lesen diese zwei Worte, hungern und dürsten, es gibt etwas, was es auch wichtig ist zu verstehen. Und ich werde nicht versuchen, eine Lektion von der griechischen Sprache heute zu machen. Aber normalerweise diese zwei Verben kommen in einer genitiven Form, wo es wurde so sagen, hungern von etwas. Und dann, es bedeutet so ein bisschen oder ein Schluck und nicht von das Ganze. Aber die Verwendung der Wörter hungern und dürsten hier zeigt den Wunsch an, das Ganze zu haben und nicht nur ein bisschen oder Schluck davon. Und wir finden heute viele Leute, die hungern nach Gerechtigkeit, aber die wollten nur ein bisschen davon haben und nicht viel. Paulus sagt in Römer 12, 1 bis 2 etwas über wie viel wir trachten nach der Gerechtigkeit sollen. Und er erklärt, dass es ist nicht nur ein bisschen Zeit mit Gott verbringen oder ein bisschen Spende geben oder ein bisschen an Gottes Wort anpassen, wie der Welt sagt, ist es in Ordnung, wenn du so ab und zu zur Gemeinde gehst und ein bisschen magst für den Herrn, aber mache nicht viel. Paulus sagt in Römer 12,1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer.
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euer Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also er sagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Was hat Jesus Christus für uns getan? Er hat uns sein Leben gegeben. Er ist für uns gestorben. Und so, das heißt, dass unser Leben ist von ihm erkauft. Und so, es gebührt, dass wir ihm alles geben und nicht nur ein bisschen. Hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, es sollte sehr breit sein, dass wir trachten nach das Ganze und nicht noch nur ein kleines bisschen. Johannes 4 und Vers 31. Johannes 4 ist die Geschichte von der Frau, die zu Brunnen gekommen waren. Und wir werden nicht das ganze Gespräch heute betrachten, aber jetzt wir schauen am Ende dieses Geschichte, wo die Jünger waren zurückgekommen. Johannes 4, Vers 31, ist die inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn jemand zum Essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also Jesus sagt, das Trachten nach der Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist wichtiger Speise als das, was man normalerweise isst. Es ist wichtiger. So, es ist ein Zeichen der neuen Geburt. Es ist ein Zeichen des geistlichen Lebens. Es ist ein Zeichen der geistlichen Mündigkeit. Es ist zuletzt auch ein Zeichen des vollen Vertrauens in Gottes Versorgung. Denn was steht in dieses Vers? Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie soll satt werden. Wenn wir trachten nach der Gerechtigkeit, er sagt, wir werden davon dann satt werden. Matthäus 6 und Vers 31. Und wir werden zu dieser Stelle kommen, ein paar Monate. Ich weiß nicht genau, wann wir werden, und wir werden mehr sagen über dieses Vers zu der Zeit, aber es passt zu dieses Thema auch, und so wir werden das auch heute lesen. Es steht in Matthäus 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, oder was werden wir trinken, oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und so, er sagt nicht, dass diese Sachen sind unwichtig. Er sagt aber, dass es gibt etwas, was viel wichtiger ist. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alle hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Also trachtet nach Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Philipper 4, Vers 11 bis Vers 13. Es ist wie ein Zeugnis, was Paulus gibt, als er schreibt, die Gemeinde in Philippi, weil sie haben ihm geholfen. Sie haben ihn irgendwie Spinde gesagt, wir wissen nicht genau, was es war, vielleicht es war Essen, also ich denke, dass die haben vielleicht
Tier geschlachtet oder etwas und haben das mit dem Salz gepackt, damit er könnte davon essen für mehrere Zeit oder etwas. Und vielleicht andere Sachen aus dem Garten, also Sachen, die haltbar sind, also vielleicht Zucchini oder etwas. Die kann man ein bisschen halten und irgendwo bringen. Und vielleicht Mais oder etwas. Sie haben ihm etwas gebracht, vielleicht Kleidung auch. Und er war sehr dankbar. In Philipper 4 und Vers 11, er sagt, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich als arm sein, ich verstehe mich aber auch als reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das letzte Vers ist sehr wichtig. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er sagt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in dem ich mich befinde. Aber im geistlichen Sinn, er würde sagen, immer Hunger und Dürste nach Gerechtigkeit. Denn da kann man nicht zufrieden sein. Aber wenn wir hungern und dürsten, wir werden dann satt werden, wenn wir hungern nach das. Jesaja 55. In Jesaja 55, Vers 1 bis Vers 3, wir haben mehrere Bilder, die sind Bilder für Hungern und Dürsten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen Wörter wie Wasser und Wein und Milch und Brot. Aber wir sollen daran denken, als wir das lesen, dass es ist Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Es steht, wohlan ihr Dürstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum weicht ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euer Arbeitslohn für das, was nicht Sät ist? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Das ist genau, was Jesus sagt, wenn er sagt, glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen fort werden. Zurück zu Johannes 4, die Geschichte von den Frauen am Brunnen. Jesus saß da auf den Brunnen und diese Frau war dahin gekommen, um Wasser zu holen. Und die haben ein Gespräch gehabt. Er hat sie gebeten, dass sie ihm ein bisschen Wasser gibt. Und er hat dann gesagt, dass wenn sie weiß, wer er war, sie hätten ihn fragen sollen. Es war normal in der Kultur, dass die Frauen holen immer Wasser. Aber Jesus sagt, wenn du wusstest, wer es bist, hättest du mehr um Wasser gebeten. Und das war sicherlich komisch für diese Frau. Denn die Idee, dass man könnte einen Mann bitten um Wasser, war wirklich komisch. Aber er hat sie gesagt, dass er hat Wasser, was war viel besser. Weil wenn man trinkt von dem Wasser aus den Brunnen, man wird wieder dürsten und muss immer wieder dahin. Aber er hat gesagt, wer trinkt von meinem Wasser, der wird voll sein, der wird satt. Der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der wird satt. Und so es steht in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich hingeben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
wird in ihn zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast, aber besonders heute, dass du hast uns gesagt, dass wenn wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, wir werden satt davon sein. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns alle segnen und satt machen, als wir versuchen in unserem Leben das so zu tun, wie es hier steht.